Hallo, mein Name ist Tom Sanders, Agrotrainer bei der Firma Lemke. Heute wollen wir euch anhand diesem kurzen Erklärvideo zeigen, wie man am Anfang der Feldspritzensaison seine Spritze kontrollieren kann, ob die Ausbringregelgenauigkeit noch stimmt und was der Zustand von der Düse ist. Wie das alles in Detail geht, zeige ich euch jetzt. Dass man die Regelgenauigkeit regelmäßig überprüfen muss, das brauche ich euch eigentlich gar nicht zu erklären, weil damit bestimme ich oft die Wirksamkeit von meinen Mitteln, die ich in die richtige Konzentration angemischt habe, auch in die tatsächliche Menge ankommen, wo die hin soll. Na, um die Regelung genau hinzukriegen, braucht der Steuerung 3 Parameter. Und der Steuerung befindet sich hier hinten, aber die Parameter kommen natürlich irgendwo anders. Die 3 Parameter sind Fahrgeschwindigkeit, die aktive Arbeitsbreite und meine Durchflussmengen. Die Fahrgeschwindigkeit mache ich bei diesem Trecker hier oben weg von den GPS-Empfängern. Da wird oft diskutiert, welche soll ich dann eigentlich nehmen, weil wir haben auch mehrere andere Quellen zur Verfügung stehen. Aber GPS-Geschwindigkeit ist nicht schlupfbehaftet und damit eigentlich der beste für die Regelung. Die Empfangsqualität ist aber bei GPS auch nicht immer gegeben. Also das kann man dann streiten, welche ich anders nehmen soll. Eine andere Quelle würde dann sein die 7-polige Signalsteckdose oder den Kardanwelle-Sensor. Aber die letzten beiden muss ich auch regelmäßig überprüfen, sprich eigentlich eine 100 Meter Kalibration durchführen. Genauso ist das bei den gezogenen Feldspritzen natürlich, wo wir fast immer den gezogenen Achssensor nehmen, der Radsensor, wo wir dann auch eine 100 Meter Kalibration durchführen. Diese 100 Meter Kalibration führen wir durch auf einen Acker, wo wir dann 100 Meter Strecke markiert haben mit gelbem Marker. Ganz wichtig ist, dass wir das auf den Acker machen mit einem halb gefüllten Tank und der richtige Reifendruck, somit wir damit auch die richtigen Feldverhältnisse messen. Man kann das natürlich auch eine Betonfläche versuchen, aber das ist nicht so gut, weil man da einfach weniger Reibung hat von den Reifen so wie im Feld. Wir sind schon mal vorgelaufen auf diese 100 Meter Ziellinie an und meine Kollege wird jetzt direkt exakt auf den Punkt die Taste drücken zum Ende von diesem 100 Meter Kalibriervorgang. Die 2 Werte von der linken und rechten Sensor im Rad sind jetzt erfasst und im Terminal werden die dargestellt. Und damit ist die 100 Meter Kalibrierung beendet.